Mir wurde immer vorgeworfen, dass ich nie im Haushalt helfe. Frechheit. Also, ich wische jetzt seit 5 Jahren Böden. Nicht selbst, aber ich schaue jeden Tag dabei zu, wie die Roboter es für mich tun. Also ich bin auf jeden Fall mittlerweile ein echter Fan von Saugwischrobotern mit rotierenden Wischmöpsen. Die rotierenden Wischpads gehören nach wie vor zu den beliebtesten Wischsystemen am Markt. Und von diesen Robotern gibt es tatsächlich eine riesige, kaum überschaubare Menge in allen Farben und Formen. Zwischen 400 und 1500 Euro liegen die Preise der Roboter, die wir dir heute vorstellen. Aber hier ist die Frage, die wirklich zählt. Wischt der teuerste auch wirklich am besten? Aber jetzt genug Theorie. 4 Kandidaten, ein Sieger und ein absoluter Underdog, der dich richtig überraschen wird. Fangen wir mit den Platzhirschen an. Lass uns loslegen und den passenden Saugwischroboter mit Wischpads für dich finden. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Warum eigentlich Wischpads? Sehr gute Frage. Warum eigentlich Wischpads und nicht eine Walze oder ein starres Tuch? Kurze Anekdote. Wir testen seit über 5 Jahren jeden Saugwischroboter, den wir in die Finger bekommen. Also Walzen, vibrierende Platten, Pads. Wir haben quasi jede Wischbeziehung durch, die man haben kann. Der Großteil unserer getesteten Modelle setzt auf rotierende Wischpads und dafür gibt es gute Gründe. Also relativ flache Bauweise, ordentliche Reinigungsleistung. Viele Modelle kommen nah an Leisten und Möbel ran, weil die Wischpads eben zur Seite schwenken können. Für Teppiche werden die Pads angehoben oder sogar komplett in der Station abgelegt, damit nichts nass wird. Nicht zu unterschätzen, bei den Wischpads handelt es sich um eine sehr einfache Mechanik, die über Jahre optimiert wurde und dessen Langlebigkeit tatsächlich auf signifikanten Erfahrungswerten über viele Jahre beruht. Und die Wartung? Easy. Pads abnehmen, ab in die Waschmaschine. Fertig. Auch die Station in der Regel ohne komplexe Mechanik, oft mit App gesteuerter Selbstreinigung. Aber ist denn jetzt wirklich alles Gold, was glänzt? Die Roboter mit Wischpads haben keine Echtzeitreinigung der Wischpads und keinen mobilen Schmutzwassertank. Das heißt dann tatsächlich für dich bei starker Verschmutzung oder zum Beispiel bei Pfützen, also aus irgendwelchen Flüssigkeiten, saugen sich die Pads voll und verteilen den Dreck eher in der Bude, anstatt ihn aufzunehmen. Zwar werden diese rotierenden Wischpads in Intervallen in der Station zwischengereinigt, aber das System kommt nicht an einen Walzenroboter ran, der permanent gereinigt wird. Auch der Anpressdruck von diesen Pads ist in der Regel einfach ein bisschen geringer oder deutlich geringer als bei den modernen Walzenrobotern. Aber kurzum, für normal verschmutzte Wohnungen ohne so Matschzonen oder Haustier-Dauerchaos sind Wischpad-Roboter für die meisten deutschen Haushalte eine richtig gute Wahl. Die Vorteile überwiegen da die Nachteile deutlich, aus meiner Sicht. Auch in Zukunft werden wir natürlich alle Saugwischroboter, egal ob mit Pads oder mit Walze oder mit Brüttelplatte, testen. Wir testen, was wir können und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall für dich, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen, die Glocke zu aktivieren, damit du immer up to date bist. Aber jetzt genug zur Theorie, lass uns direkt mit den besten Modellen loslegen. Der Dreamy X60, der Streber unter den Wischpad-Robotern. Platz 1 geht dieses Jahr an den Dreamy X60 Pro Ultra. Und ja, das ist einer dieser Musterschüler, die einfach alles können und es dich auch noch spüren lassen. Also Spoiler vorweg, Top-Gerät, aber vielleicht ein bisschen drüber für die meisten Wohnungen. Seine Superkraft besteht in der Dual Ultra Extend Arms Technologie. Also kurz gesagt, die Seitenbürste, die fährt bis zu 12 cm aus und die Wischmops bis zu 16 cm. So weit aus dem Gehäuse raus, dass er an Möbeln, Kanten und in den Ecken gründlicher reinigt als fast jeder andere Roboter, den wir jemals getestet haben. So ein bisschen wie Spider-Mans Erzfeind, dieser Dr. Octopussy, mit Armen überall. Und als ob das noch nicht reicht, hat er sogar eine extra Abstaubbürste für die Leisten mit an Bord. Das ist wirklich crazy, oder? Beim Wischen liefert er unser bisher bestes Ergebnis mit rotierenden Wischpads. Starke Rotation, also 230 Umdrehungen pro Minute, hoher Anpressdruck, 15 Newton, saubere Padreinigung in der Station, ein blauer Laser vorne, der erkennt nicht nur Hinterlässe zuverlässig, sondern vor allem auch Flecken. Und wenn er die Flecken erkennt mit seinem blauen Laser, dann aktiviert er so ein Special Treatment Programm, also dann geht er da nochmal richtig mit besondere Aufmerksamkeit ran, kann man sagen. Und das Resultat?
das beste Wischergebnis eines Wischroboters mit rotierenden Wischmöpsen, welches wir bislang gesehen haben. Und ein kleines Schmankerl hier on top, was uns beim Test aufgefallen ist, der fährt, wenn er eine Ecke erkennt, nochmal so ein bisschen extra hin und her, damit er auch wirklich die Ecke optimal ausputzt oder maximal gut, soweit es halt mit einem runden Wischpad in der Ecke möglich ist. Auch bei der Navigation überzeugt er uns im Test absolut. Der weicht in Echtzeit aus, selbst wenn plötzlich die Katze mitten im Wischvorgang beschließt, ihr Leben zu überdenken. Dazu hohe Türschwellen, Kletterfähigkeit bis zu 4,5 cm und eine flache Bauweise. 8,8 cm, dank einfahrbarem Laserturm. Das klingt nach perfekten Roboter, oder? Naja, ganz so einfach ist es nicht. Ausgerechnet bei Haaren macht Dreamy einen Rückschritt. An der überarbeiteten Hauptbürste hier bleibt spürbar mehr hängen, als wir beim 1499 € Gerät erwartet hätten. Die Muskeln, die er zeigt, mit 42.000 Pascal auf der Skala, da haben wir uns einfach auch ein bisschen mehr erwartet. Vor allem beim Sand auf dem Teppich hat er hier ein paar Gramm liegen lassen. Und auch ausbaufähig. In der Station ist eine Reinigungsmittelkassette mit lediglich nur einem Fach vorhanden. Wir können hier eigentlich aktuell vom Standard, also in dieser Preisklasse reden, mit 2 oder 3 Reinigungsmittelfächern, damit man hier eben unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird, automatisiert gerecht wird. Für wen lohnt sich der Superstar hier jetzt? Also wenn du bewusst auf diese wartungsarmen Roboter mit Wischpads setzen willst, dann hast du hier einen mit einem richtig starken Wischergebnis. Ich finde, wenn du viele Möbel, Ecken und Kanten und hohe Türschwellen hast, dann ist der X60 aktuell einer der stärksten am Markt. Kleine, offene Wohnungen ohne Schwellen, dafür aber viel Tier- oder Menschenhaar, dann bezahlst du für Extras, die bei dir eher rumstehen, wie ein ungenutztes Fitnessstudio-Abo. Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, wenn du alle Details haben willst, wenn das Teil ausführlich getestet, kannst du auf unserer Website www.smartfox.de vorbeischauen. Da gibt es einen super ausführlichen Testartikel. Ich packe den Link in die Beschreibung und hier oben findest du den Link zum ausführlichen Testvideo. Und eins an dieser Stelle muss ich auch noch sagen, der Preis ist königlich, 1499 € UVP, aber die gute Nachricht ist für dich, wir packen immer die aktuellen Angebote unten in die Beschreibung. Du kannst ja mal den Link in der Beschreibung abchecken, also den zum Shop. Wenn du dich jetzt für den X60 zum Beispiel entscheidest, dann ist eine der Schwächen klar, dass du diese Wegwerfbeutel hast. Wenn die voll sind, dann musst du sie wegschmeißen. Und das kostet Geld und ist schlecht für die Umwelt. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann schau mal. Es gibt diese Beutel mit Reißverschluss. Kannst du dann ausleeren, wenn er voll ist. Und dann sparst du Geld und es ist besser für die Umwelt. Link ist in der Beschreibung und Rabattcode ist auch dabei. Jetzt kommen wir zu unserem Zweitplatzierten und einem echten Underdog in diesem Jahr. Für die meisten von euch liefert der X60 einfach zu viel Feature-Feuerwerk für zu viel Geld. Und hier kommt das, was du hier siehst ins Spiel, nämlich unser heimlicher Star des Tests. Der Mova V70 Ultra Complete. Noch nie gehört, hä? Oder doch? Uns ging es auf jeden Fall so, bevor wir ihn getestet haben. Und dann kam die Überraschung. Dieser Roboter hier, der bringt eine Feature-Kombination mit, die in dieser Preisklasse schwer zu finden ist. Und was ist sein Trumpf? Der Maxi Reach X Wischarm. Im Prinzip wie beim Dreamy, den wir eben vorgestellt haben, nur eben deutlich günstiger. Er fährt satte 16 cm aus. 16. Also mehr als doppelt so weit wie die meisten Konkurrenten. Und übersetzt heißt es, er wischt so mühelos unter Tischbeinen durch und um Stuhlbeine rum, dass es so aussieht, als hätte er heimlich Ballettunterricht genommen. Quasi. Also beim Wischen hat uns vor allem auch gefallen, dass er eine Reinigungsmittelkassette mit 2 Fächern hat. 2 Fächer. 2. Also so kannst du das eine Fach kannst du dann mit einem Alltagsreiniger befüllen und das andere zum Beispiel mit einem speziell geeigneten Reiniger für Tierhaushalte. Und du hast deutlich mehr Flexibilität. Und das Ganze dann funktioniert dann automatisch. Also ist schon cool. Und das Flexi-Press-System drückt die Wischpads auch mit 15 Newton konstant auf den Boden und das rotiert mit 300 Umdrehungen pro Minute. Und zum Vergleich, damit du das ein bisschen einordnen kannst, das ist etwa der Druck, den du selbst aufwendest, wenn du hartnäckige Flecken mit der Hand wegreibst. Und das Wischergebnis ist ein bisschen schwächer, ehrlicherweise, wie das vom X60. Aber die Saugleistung auf dem Teppich, die war beeindruckend. Also Linsen 98%, Haferflocken 98%, Sand 80%. Also bei unseren härtesten Tests. Und der V70, der reinigt den Teppich wirklich, statt einfach nur drüber zu spazieren, ja.
Und hier hat er sogar besser performt als der X60 und damit die Pads keinen feuchten Fleck hinterlassen auf dem Teppich, legt er sie automatisch in der Station ab, bevor er auf den Teppich fährt. Und dein Teppich bleibt trocken. Auch beim Klettern war er gut. Da hat er bis zu 5 cm geschafft. Auch richtig stark. Und die Station kommt komplett ohne Saugbeutel aus, was es tatsächlich kaum gibt auf dem Markt. Ne, da hast du hier diese Kassette. Wer viel saugt, der spart dadurch bis zu 100 € im Jahr. Ich meine, klar, es kommt voll drauf an, wie viel Dreck bei dir zu Hause ist und sowas. Aber das ist dann wirklich ein bemerkenswertes Feature, denn es gibt eben auf dem Markt kaum Modelle, die das auch können. Ne? Ist ja auch logisch, die Hersteller wollen ja auch nach dem Kauf noch ordentlich bei uns abkassieren. Und obendrauf, was Mova auch macht und sonst keiner, soweit ich das überblicken kann, 3 Jahre Garantie, also 1 Jahr mehr wie die Konkurrenz. Und im Karton liegt Zubehör im Wert von rund 100 bis 150 €, je nachdem, wo du kaufst. Aber das ist natürlich auch ein Verkaufsargument. Und wie sieht's hier aus mit dem Gold? Ist es alles, was glänzt? Hier, oder was? Was fehlt dem V70? Ich finde, so die Haptik, es fühlt sich stellenweise weniger hochwertig an als bei Roborock oder Trimi. Man merkt einfach, dass hier an dieser Stelle so ein bisschen gespart wurde, aber es ist jetzt nicht so, dass das so wirkt, als würde es bald kaputt gehen. Das ist einfach so ein bisschen leichteres Plastik. Ja. Für die App brauchst du ein bisschen Einarbeitungszeit. Sie ist gut überladen mit Features und wie beim X60 gilt, der ausfahrbare Arm hat bei uns ab und zu eine Tür angerempelt. Notfalls also mit Türstoppern arbeiten. Preislich liegt er deutlich unter dem vom X60 und durch den Verzicht auf Beutel sparst du hier in the long run auch nochmal ein bisschen was. Also unser Fazit, verdienter Platz 2 und für die meisten von euch eher der heimliche Sieger, weil er eben preis-leistungstechnisch vorweg galoppiert. Saugewicht. An dieser Stelle noch kurzer Hinweis für alle Details bis tief in die Fußnote. Schaut auf unserer Website vorbei, Link ist in der Beschreibung. Oder hier das ausführliche Video. Und wenn du wissen möchtest, was das Teil aktuell kostet, ein kleiner Hinweis von mir. Aber verrat's niemandem weiter. Mova macht immer ganz geile Kampagnen und diese Angebote verlinken wir dann auch da unten. Und jetzt wird's surreal. Der nächste Roboter, den ich euch vorstelle, der denkt nicht in einem Wischmodus, der denkt in 3 Wischmoduses. Modi. Das, was ihr hier seht, ist nicht mein neues Apartment, sondern das ist mein neuer Wischroboter, der nicht in mein altes Apartment reinpasst. Also tauchen wir ein in die Matrix. Ich frage mich ehrlich jedes Mal, warum das Ding Matrix heißt. Aber vielleicht ist es einfach, weil du hier zwischen mehreren Realitäten wählen musst, welche Wischpads du gerade brauchst. Platz 3 geht in diesem Jahr an ein Gerät, das wir so noch nicht gesehen haben. Nicht nur wegen der Wischleistung, sondern wegen dem, was in dieser Station hier, dieser zierlichen, passiert. Also der Trimi Matrix 10 Ultra ist tatsächlich so ein bisschen der Exot unter den Wischrobotern. Und ob ich das als Kompliment meine oder nicht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Was auf jeden Fall so weit gehört, ist, er ist gar nicht mal so teuer, wie man beim Feature-Umfang vermuten würde. Und das Konzept hier: 3 verschiedene Wischpad-Typen sitzen in der Station und der Wechsel erfolgt automatisch, je nachdem, welchen Boden er gerade unter sich hat. Gefliestes Bad, flauschiges Pad, geöltes Parkett, sanftes Baumwollpad, Laminat im Wohnzimmer, Schmirgelpapier. Nein, Spaß, Standardpad. Also für dich heißt das maximale Flexibilität, ohne dass du auch nur einmal selbst Hand anlegen musst. Und zusätzlich winkelt er seine Pads so ein bisschen bei Fliesen an, um besser in die Fugen zu kommen und mehr Schmutz rauszuholen. Dazu gibt es selbstverständlich 3 Reinigungsmittelfächer. Ihr seht, bei jedem kommt eins dazu. Was passiert als nächstes? Bleibt dran. Dazu wäscht die Station die Pads mit 100 Grad heißem Wasser. Also quasi die Saunabehandlung fürs Putzequipment. Außerdem punktet er mit starker Saugleistung, einer superflachen Bauweise von 9 cm, guter Kletterleistung und einem soliden Umgang mit Haaren. Einfache Wartung der Station inklusive. Und hier siehst du ihn beim Wischen und beim Alltagsschmutz hat er eine saubere Spur und er wischt super. Bei so richtigen extremen Verschmutzungen hier mit eingetrockneten Matsch, Ketchup-Matsch und so, da kommt er schon an seine Grenzen. Der Preis für das Ganze, der liegt einmal darin, dass du eine deutlich größere Station hast. Du brauchst also auch eine relativ große Wohnung, damit du das Ding unterbringen kannst. Du hast eine längere Reinigungsdauer, weil dieser Wechsel der Pads relativ lang dauert. Hast ja eigentlich nichts mit zu tun, ne? Trotzdem. Und bei uns auf 80 Quadratmetern mit vollem Pad-Wechselprogramm hat er knapp 2,5 Stunden gebraucht.
Also für wen lohnt sich jetzt dieses verrückte Konzept? Ich denke, wenn du verschiedene Bodenbelege hast, die du unterschiedlich behandeln möchtest, also Parkett, Fliesen, Laminat, und wirklich willst, dass jeder Boden seine eigene VIP-Behandlung bekommt, dann ist der Matrix 10 Ultra dein Roboter. Kein anderer am Markt denkt gerade so kompliziert und so klug mit. Wo liegt der preislich? Aktuell ungefähr bei tatsächlich rund um die 800 €, gehobenes Mittelfeld. Aktuelle Angebote kannst du unserer Beschreibung entnehmen, da pack ich den Link rein. Und natürlich, du wirst es ahnen, schau mal, hier oben ist das ausführliche Testvideo zu diesem Gerät. Was haben alle Wischroboter gemeinsam? Egal ob Walze, Pad oder Rüttelplatte, die brauchen für ein sehr gutes Wischergebnis ein sehr gutes Reinigungsmittel. Und wenn ich euch da eins empfehlen darf, dann checkt doch mal zum Beispiel das probiotische Reinigungsmittel ab, das wirklich durch krasse Mikrobakterien die Gerüche zerstört und nicht nur übertüncht. Das ist super interessant. Ich packe euch mal den Link dazu in die Beschreibung und ein Rabattcode ist auch dabei. Und jetzt kommen wir zu einer Modell- bzw. zu einer Modellklasse für die Sparfüchse unter uns. Damit will ich euch beweisen, dass du nicht dein halbes Gehalt opfern musst, um da irgendwie eine gute Haushaltshilfe, eine Roboter-Haushaltshilfe zu bekommen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Dreamy L10S Pro Ultra oder der Roborock Q Revo Edge bzw. Master, also in seinen verschiedensten Ausführungen. Und klar haben diese Modelle gewisse Unterschiede, da verweise ich euch gerne auf unsere ausführlichen Testberichte, aber sie haben auch einiges gemeinsam. Worauf musst du verzichten? Diese Geräte verzichten in der Regel auf diese spezifischen Features, die nur wenige wirklich brauchen, sowas wie Kletterleistung über 4 cm, flache Bauweise, diese extrem ausfahrbaren Wischpads, eine super krasse Hinderniserkennung, ne, diese Sachen. Und natürlich darfst du für den Preis dann keinen Lamborghini erwarten, sondern eher einen zuverlässigen Kombi, so ein Skoda Octavia. Aber was bekommst du dann noch dafür, für dein Geld? Das ist ja immer noch, finde ich, viel Geld, ja, 500 €. Auf jeden Fall eine starke LiDAR-Navigation, gerade bei Roborock und Dreamy, ist super. Ordentliche Saugleistung bekommst du auch, eine gute Eckenreinigung dank dieser ausfahrbaren Seitenbürste oder teilweise auch ausfahrbare Wischpads und eine solide Wischleistung im Alltag. Und dazu eine gute Servicestation, in der Regel, wo der Mop gewaschen und getrocknet wird. Der Staubbeutel wird entleert und ja, du hast nicht sehr viele Wartungsaufgaben. Und für wen ist das Richtige? Ich finde, wenn du nach dem Prinzip Pareto vorgehst, ja, also 80% Leistung für 20% des Preises, dann Einsteigerhaushalte ohne Haustiere, alle, die einfach Automatisierung wollen, ohne gleich das Luxusgerät hier durch die Bude fahren zu lassen. Also, wenn du einfach für wenig Geld das Beste rausholen willst. Schau mal in die Beschreibung natürlich die Top-Picks aktuell rein mit den besten Angeboten. What does the fox say? Also, what does the fox say? Wir haben wieder für euch jede Menge Wischroboter mit Wischmöpsen getestet. Vier haben es geschafft und unsere Ausgangsfrage ist hoffentlich für dich auch beantwortet. Wenn nicht, dann schreib's in die Kommentare, frag uns, wir sind für dich da. Auf jeden Fall, ja, der teure Roboter wischt tatsächlich am besten, aber besser heißt nicht automatisch besser für dich. Der Dreamy X60 Pro Ultra ist unser Testsieger, weil er in der Summe am gründlichsten arbeitet, vor allem an Kanten und Möbeln. Der Streber verdient sich seine Eins in einigen Bereichen. Aber der eigentliche Gewinner des Tages ist der Mova V70 für deutlich weniger Geld, fast auf Augenhöhe. Unser klarer Preis-Leistungs-Champion und der Roboter, über den ihr uns garantiert am meisten in den Kommentaren schreiben werdet. Der Dreamy Matrix 10 oder 10 Ultra ist dein Roboter, wenn du Matrix-Fan bist. Nein, Spaß. Also wenn dein Zuhause ein Bodensammelsurium ist und jeder einzelne verwöhnt werden soll. Und wenn dein Budget eng ist, dann macht dir unser Sparfuchs trotzdem kaum etwas vor. Schreib gerne mal in die Kommentare, was du von den Robotern mit Wischpads hältst. Findest du die noch up to date oder setzt du auf Walzen? Würde mich wirklich interessieren und lass uns diskutieren, die Vor- und Nachteile. Und übrigens, wenn du jetzt vor lauter Wischsystem bla bla nicht mehr durchsteigst, wir haben das hier mal schön aufgedröselt in einem Video, wo wir die Wischsysteme miteinander vergleichen. Einfach mal hier reinschauen und durchsuchten. Und wenn du den Kanal von uns noch nicht abonniert hast und die Glocke aktiviert hast, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn wir neue spannende Videos präsentieren, dann ist es doch jetzt an der Zeit. Es würde mich wirklich freuen. Das unterstützt Madame Fox und
Ich freue mich dann auch, dich bald wiederzusehen. Bis dahin. Peace.